So, hallo und willkommen zu meinem 2.5D 3D Sidescroller Game. In diesem Abschnitt werden wir einen BP Enemy erstellen mit AI-Controller, Behavior Tree und Blackboard und dementsprechend werden wir das Ganze über Pan Sensing abwickeln und die Debug-Visualisierung, wie du hier siehst, werden wir dann über AI Perception zumindest schon mal simulieren. Wir haben eine Roaming und eine Chase on-site mit implementiert. Das heißt, wenn ich jetzt einfach aus dieser Sicht rauskomme, jetzt bin ich wieder drin, man sieht es an den grünen Sphären und dementsprechend reagieren die natürlich dann alle auf mich. So, gut, das erwartet dich in diesem Abschnitt und dann viel Spaß. So, und dann fangen wir gleich mal an. Wir gehen auf Enemies und hier drin haben wir unsere Monster, Blueprints und da gibt es ja die Master Child und unsere 2D-Geschichten. Und jetzt würde ich gerne den Ordner Monster einfach mal umbenennen in Monster 2D und dementsprechend macht mir Unreal jetzt einen separaten noch dazu. Das kommt häufiger vor, das heißt, der bleibt wahrscheinlich leer und empty. Das bedeutet, wir sollten dann an dieser Stelle einfach mal einen Fix-Up Redirector machen oder Update Redirector References, wie es jetzt heißt. Und man sieht hier auch, es gibt einiges zu tun, deswegen vertut sich Unreal auch und dann machen wir Delete und dann gehen wir auf Content, wir gehen wieder auf Enemies und jetzt ist dieser Ordner sicher sauber und leer und dann können wir den mit Delete einfach mal löschen. So, und nun legen wir uns einen New Folder an, rechte Maustaste, New Folder und den nenne ich einfach mal Monster 3D. So, das ist mein Monster 3D Folder und an dieser Stelle muss ich mir mal wieder ein Monster aussuchen. Ich habe hier diese Monster for Survival Game und ich habe geplant, einfach mal diese Chest zu verarbeiten. Die sieht ja eigentlich ganz lustig aus. Die lasse ich dann ein bisschen am Strand rumlaufen. So, gut. An dieser Stelle wieder zurück auf unseren Enemies Monster 3D und dann einen neuen Ordner, New Folder und den nennen wir einfach mal Chest. So, per Enter können wir den Chest-Ordner gleich öffnen und jetzt beginnen wir einfach mal mit einer neuen Blueprint-Klasse und zwar vom Typ Character und den nennen wir BP underscore und Chest. So, das wird mein Character Enemy mit AI und zwar vom Typ Kiste oder Schatztruhe. So, dann haben wir hier unter Mesh, da können wir das dann hier drüben, Mesh, Skeleton Mesh, das ist ja alles schon bekannt, einfach mal nach Chest suchen. Jetzt müssen wir vorsichtig sein, ich habe noch eine Animated Chest aus dem Environment, aus dem Stylished Environment, ich brauche das Chest Monster SK. So, dann hier mal dieses Raster ausschalten, bei mir zumindest, und dann sollte mir auch mal diese 500er Default mal deselektieren, generell fürs Arbeiten nachher im 3D-Raum. Und jetzt schiebe ich mir das einfach mal runter, dann werde ich hier auf 10 Grad umstellen und dann kann ich das schön sauber. Nein, jetzt habe ich es wieder deselektiert. Ich möchte ja das auf 10 Grad haben und dann kann ich das sauber um 90 Grad mal drehen. Gut, als nächstes möchte ich meine Capsule ein bisschen anpassen, weil das wirkt jetzt ein bisschen unförmig und würde auch die ganze Kiste vom Attack oder vom Hit oder Overlap nicht abriegeln. Das bedeutet, ich gehe hier einfach mal ein bisschen höher, ich sage mal 60 an der Stelle. Und hier werde ich auch mal 60 sagen, das ist mal testweise, das ist immer noch zu klein. Dann gehen wir auf 70, 70, schaue ich mir das auch nochmal an, das passt mir auch noch nicht so richtig. Dann vielleicht doch 90, 90, das muss man immer ein bisschen austimen. Ne, dann bleiben wir in der Mitte mit 80 und 80. Habe ich 90 und 80, 80, 80 und so bin ich eigentlich schon ganz glücklich. Bei dir animiert sich ja auch drin noch. So, dann gehe ich auf Perspektive hier, auf die orthografische Ansicht und zwar auf Front und dann kann ich diese Geschichte noch, aber die liegt schon sauber auf, dass die da hier unten abschließt praktisch mit meiner Capsule-Component-Geschichte. So, gut, an dieser Stelle noch eine Kontrolle auf orthografisch Left und dann denke ich, können wir das so stehen lassen und dann gehe ich dabei wieder auf Perspektive. So, dann gehen wir mal auf Compile und dann wäre unser Character schon mal soweit erstellt und als nächstes benötigen wir ein sogenanntes Animation Blueprint. Das heißt, wir gehen zurück
und dann werden wir hier ein neues Blueprint erstellen, und zwar unter Animation, und zwar Animation Blueprint, und da brauchen wir das Skelett wieder und dann nehmen wir ein Chest, und zwar wieder vom Monster. So, dann auf Create, das nennen wir ABP-Chest, und dementsprechend werden wir das auch gleich öffnen. So, da ist es dann auch schon. An der Stelle benötigen wir eine State Machine, und hier ist es auch, das wird eine State Machine, und die nennen wir, wie Unreal es auch immer gern macht, Locomotion. So, das wird meine State Machine Locomotion, und die werden wir jetzt gleich mal sicherheitshalber mit dem Result hier verbinden. So, per Doppelklick können wir diese öffnen, da haben wir ein Entry, und ich habe jetzt geplant, eine Idle zu machen mit den ganz vielen Random Idle Animationen und dann eine Walk Run. Das heißt, ich ziehe hier mal raus, mache einen State und den nenne ich einfach mal Idle, und dann dementsprechend werde ich dann per Doppelklick diese Animationen gleich mal implementieren. Das heißt, rechte Maustaste, und da gibt es ein Random Animation, glaube ich, oder wie es heißt, nee, Random Sequence müsste es heißen, Random Sequence Player, und den verbinde ich hier mit dem Output Result. So, dann, wenn wir auf diesem Random Sequence Player gehen, ich gehe zwischenzeitlich immer gern mal auf Compile, Save machen wir automatisch, das haben wir ja schon in vorigen Kapiteln mal eingestellt, on Success Only, und hier drüben haben wir ein Array von Entries, und da werde ich jetzt gleich mal insgesamt 8 anlegen, von 0 bis 7, ich habe die schon mal abgezählt, und dann dementsprechend das erste auch gleich mal öffnen. So, dann rüber auf den Level, und jetzt können wir natürlich uns das einzeln raussuchen und immer hin und her schalten. Gut, machen wir es erstmal so, das heißt Monster for Survival Game, Animations, PBR und dann Chest Monster, und dann habe ich Attack, Die, dann die Dizzy wäre die erste, die nehme ich gleich mal her, dann gehe ich in den ABP und sage hier mit dem Pfeil, du bist die Dizzy, dann mache ich die nächste auf, und wenn ich die Steuerung und Space-Taste drücke, dann komme ich auch da rein, dann kriege ich aber einen anderen Content-Browser, das heißt, ich muss mich jetzt hier erstmal wieder durchhangeln zu meinen Monstern, aber dann habe ich es ja immer vorrätig, da muss ich nicht immer hin und her schalten. So, PBR und dann eben dann diese Geschichte mit dem Chest-Monster. Die Dizzy habe ich drin, Get Hit brauche ich nicht, Idle Battle nehme ich auch in Idle mit auf. Das heißt, ich mache hier den Pfeil nach drüben, dann klappe ich die nächste auf, Steuerung und Space. Dann gibt es die ganz normale Idle noch dazu, die kommt dann hier rein. Und dann klappen wir dann den vierten auf, also den Index 3. Da kommt die Idle Normal mit dazu. Das war jetzt die Idle, die ganz normale Idle Chest. Jetzt kommt die Idle Normal, die kommt in die Index 3 Geschichte. Dann die nächste, das ist dann die Run, die kommt später dran. Den Sense nehme ich noch mit. Den habe ich dann an der Stelle 4. Und dann gehe ich noch auf den Index 5. Dann gibt es noch einen Sense. Der kommt dann hier auf die 5er Index, und dann gibt es noch die Taunting. Die Taunting kommt dann auf den 6er Index zum Beispiel. Das ist egal, welche Reihenfolge. Und den Victory, den baue ich jetzt einfach spaßhalber auch mal hier mit ein. Und dann hätte ich meine 0 bis 7 Indizes durch, und dann haben wir insgesamt 8 Stück drin. So, jetzt hätte ich gerne ein bisschen Variation. Ich gehe zwischenzeitlich wieder auf Compile und Save. Die Chance to Play lasse ich gleich, dass jede gleichen Chancen hat. Aber die Minimum- und Maximum-Loop würde ich ein bisschen interessanter machen. Da mache ich jetzt an jedem einfach mal eine 2 ins Max rein. Das wird dann random sein, zwischen 0 Wiederholungen bis 2 Wiederholungen. Das heißt, die Arbeit mache ich mir, damit das Ganze ein bisschen variiert. So, dann habe ich da eine 2, da mache ich eine 2 rein, und da kommt eine 2 rein. Und muss mal aufpassen, mein Mausrad verschiebt auf die Zahlen nach oben, da kommt eine 2 rein. Und hier machen wir eine 2. Und das war es an der Stelle auch. So, die Minimum Play Rate, das ist die Geschwindigkeit, da mache ich jetzt einfach mal auch wieder zum Spaß Punkt 8. Die Punkt 8 kopiere ich mir gleich durch, die gebe ich jetzt einfach mal allen, und da hat mein Mausrad jetzt verrückt gespielt, da muss ich aufpassen, dass ich daneben reinklicke, und da kannst du natürlich auch sagen von 0,5 bis 10, das ist also alles egal. Ich mache jetzt hier einfach mal ein bisschen Randomness mit rein im kleinen Stil, von 0,8 bis 1 aktuell, und dann
kopieren wir das alles durch und dementsprechend bin ich jetzt hier fertig und dann mache ich jetzt hier eine 1.2, damit ich auch ein bisschen mehr Tempo habe. Also kleiner 1 ist langsamer und größer ist dann schneller. Man kann natürlich jedem eine eigene Zahl geben, aber das, glaube ich, ist jetzt in dem Fall nicht wirklich notwendig. So, dann machen wir hier bei der Max Playrate überall 1.2 und dann, ich muss immer daneben klicken und dann ist das Ganze schon mal sauber integriert. So, und dann noch das hier und dann bin ich soweit schon mal fertig. Und wenn ich auf Compile gehe, dann sehe ich, dass das hier schon komplett über diesen Random Sequence Player abläuft, weil wir haben ja zuvor hier das schon mit die Locomotion mit der Output Pose verbunden. So, das wäre jetzt meine Idle-Geschichte und jetzt brauche ich noch eine Walk-Run und dafür werde ich jetzt einfach mal einen Blend Space aufbauen. Und dazu zurück auf den Level in den Enemies Monster 3D Chest Folder und dann rechte Maustaste Animation und dann Legacy und wir nehmen den Blend Space 1D, solange es ihn noch gibt und dann suchen wir uns einfach mal nach Chest wieder das Monster Skeleton aus und dann nennen wir das Ganze BS für Blend Space und Underscore und Chest. So, dann werden wir das gleich öffnen und dementsprechend haben wir hier praktisch unsere Timeline von 0 bis 100 und jetzt müssen wir uns zuerst mal entscheiden, wie schnell soll denn unser Monster eigentlich laufen. Das bedeutet, wir schauen uns zuerst einmal unseren Third-Person-Charakter an, was der für eine Max Walk Speed hat. Ich glaube, es ist 500. Ich öffne jetzt einfach mal meine Piratin, gehe auf das Character Movement und hier drüben sehe ich unter Character Movement Walking, ich habe eine Max Walk Speed von 800, aber ich glaube, das ist im 2D-Bereich. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Movement 3D gehe bei den Functions, dann sehe ich, dass ich das Ganze hier reduziert habe auf 500. So, also 500 ist meine 3D Max Walk Speed. Dann würde ich sagen, sollte mein Monster nicht schneller sein wie 450, weil sonst können wir ja überhaupt nicht mehr davonlaufen. Gut, dann gehe ich auf meinen BP Chest und dann gebe ich das gleich mal ein, damit ich es nicht vergesse. Character Movement hier drüben, Max Walk Speed und da steht aktuell 600, das wäre natürlich gemein, da kommen wir gar nicht mehr weg. Da machen wir mal 450 und dementsprechend merken wir uns die Zahl 450 und die werden wir hier im Blend Space einfach mal unter Maximum Axis Value einfach mal eintragen. So, jetzt sehen wir, dass wir hier unten auch auf 450 gewechselt haben und da steht jetzt noch None und das wird in Abhängigkeit unserer Geschwindigkeit angesteuert. Das heißt, wir geben dem Ganzen einen sinnvollen Namen und zwar Speed. So, dann haben wir eine Speed von 0 bis 450 und dementsprechend haben wir hier dann zwei Sachen zu bestücken. Aktuell haben wir Grid Divisions 4, das macht aber auch nichts. Wir können auch auf 2 runter, weil wir werden nur eine Walk und Run, kann man aber auch bei 4 lassen. Das ist eigentlich ziemlich gleich und egal. Ich glaube, bis 1 kann man noch runter oder 1, glaube ich, geht noch. Das heißt, wir haben diesen Strich in der Mitte nicht, aber im Endeffekt, wenn du mehr Animationen hast, macht der Strich natürlich Sinn. Aber ich kann jetzt auch mit Grid Division 1 haben, ich könnte aber genauso mit 4 oder 2 oder 3 arbeiten. So, gut, jetzt suche ich mir, hier habe ich ja schon, weil das Ganze am Skelett hängt, habe ich jetzt sämtliche Animationen dazu und da gibt es hier zum Beispiel die Run. Und es gibt die Walk Forward. Ich fange mal mit der Walk Forward an. Ich selektiere sie, ziehe sie einfach Drag and Drop raus und unterm Rausziehen halte ich mal die Shift-Taste ab jetzt fest. Oder die Steuerung war es irgendwie, nee, die Shift ist es, dann bleibt es hier hinten sauber eingeklinkt. So, dann habe ich hier schon mal die Walk und dann hole ich mir noch die Run und drücke ebenfalls die Shift-Taste. Man sieht, das klackt gleich bei 450 ein und das ist genau das, was ich gerne hätte. So, bei 0 habe ich ja meine Random Sequence Animationen. Das bedeutet, ich werde diese Geschichte einfach ein bisschen rüberfahren und zwar sage ich mal Speed 3, also Zahl vollkommen egal, Hauptsache nicht zu hoch und hauptsächlich nicht 0. So, dann machen wir hier eine Speed 3. Und wenn wir jetzt die Steuerung-Taste gedrückt halten, nur die Steuerung und mit der Maus das Ganze rüberschieben, dann sehen wir, dass wir da praktisch von 3 auf
450 an Tempo gewinnen und von der Walk in die Run-Animation fließenden Übergang haben. So, gut, das war es auch schon an der Stelle. Dann gehen wir hier einfach auf Speichern, gehen wieder auf den Animation Blueprint und jetzt gehe ich von der Idle einfach mal raus und sage einen neuen State, Add State, und den nenne ich einfach mal Walk und Run, den kann man auch benennen, wie man möchte, und dann gehe ich hier einfach mal rein und dann kann ich hier unten, da sehe ich auch meinen Blend Space, den kann ich hier einfach mal verknüpfen. So, der Blend Space ist ja abhängig von unserer Speed-Variable, die haben wir hier eingetragen, hier steht Speed und hier unten auch, das bedeutet, wir müssen darauf referenzieren und da gehe ich erstmal auf Compile und die Speed legen wir uns jetzt gleich mal an. So, dazu gehen wir in den Eventgraphen, den benötigen wir auch gleich und dann dementsprechend auf Variable und dann sagen wir einfach mal Speed und diese Speed wird sein vom Typ Float. So, dann abspeichern, die ist defaultmäßig dann sowieso auf 0 und dementsprechend hier drüben sieht man es auch, wenn man es noch kontrollieren will. Und jetzt müssen wir nicht keinen großen Cast auf die Chest machen, sondern wir können ganz simpel aus Try to get Pawn Owner, weil wir sind ja verknüpft über unser Character Blueprint, über unser BP Chest. Das heißt, wir können hier ganz einfach rausziehen und sagen einfach get Velocity. Also holen wir die Geschwindigkeit und dann wollen wir die Vektorlänge. Jetzt habe ich hier diese Debug-Geschichte da immer im Weg rumliegen. Dann gehe ich hier oben auf No Debug Object Selected. Zumindest wenn ich kein Debug haben will, dann hängt mir das nicht immer im Gesicht herum. So, und dann ziehen wir raus, dann machen wir hier Vektor Lengths. Und Vektor Lengths, da gibt es mehrere Vektor Lengths selber und das wäre natürlich XYZ, aber wir fliegen ja nicht, also uns reicht die XY aus. Man kann auch die nehmen, das ist eigentlich vollkommen gleich bei Z. Sowieso nicht für einen Flugmodus hier benutzt wird oder auf und ab. So, dann haben wir hier die Vektorlänge und über die Vektorlänge können wir jetzt unsere neu angelegte Speed-Variable gleich setzen, set Speed, und damit ist das Ganze abhängig jetzt von unserem Character Movement selber und dadurch wäre das Ganze schon fertig. So, dann gehen wir einfach hier nochmal oder hier oben, das ist egal wie, aber ich fange immer gern von vorne an im Graph, Locomotion und dann in die Walk-Run-Geschichte rein und jetzt ziehen wir uns die Speed-Variable einfach mal hier mit rein, damit das Ganze dann schon mal miteinander verknüpft ist. So, jetzt eins zurück und jetzt haben wir hier diese sogenannten Transition Rules, also wann darf ich von Idle zu Walk rangehen. Idle ist Speed 0 und wir haben gesagt, wir haben ja die 3 hier definiert, hier in unserem Blend Space, das heißt, wenn wir größer gleich 3 sind, also Doppelklick hier rein, dann holen wir uns die Speed raus und dann sagen wir Get Speed und dann ziehen wir raus und sagen einfach mal größer ist gleich greater equal und zwar greater equal als 3, dann darf der bei uns sozusagen dann in diese Walk-Run-Geschichte reingehen. So, damit ist das schon mal erledigt, dann gehe ich hier wieder raus und jetzt ziehen wir einfach mal von der Walk-Run in die Idle und weil wir wollen ja auch wieder vom Walk-Run in die Idle zurückfallen, das heißt wir haben wieder eine neue Transition Rule von Walk-Run to Idle und dementsprechend per Doppelklick aufmachen und dann holen wir uns hier die Speed-Variable wieder raus mit GetSpeed. Vorher haben wir größer gleich 3, dann machen wir an der Stelle kleiner 3. So, und dann haben wir das Ganze praktisch sauber abgeriegelt, größer gleich und kleiner 3 und dann gehen wir auf Compile und dementsprechend wäre dann diese Geschichte schon fertig und erledigt. So. Jetzt gehen wir zurück auf unser Level 1 Map und natürlich zurück auf unser Enemies Monster 3D Chest und wir werden das Ganze nicht im BP Chest abwickeln, sondern wir machen es professionell über AI Controller und eben Behavior Tree, Blackboard und so weiter. Das heißt rechte Maustaste, New Folder und den nennen wir einfach mal AI. So, dann gehen wir da rein und jetzt legen wir uns schon mal provisorisch alles an, was wir brauchen. Artificial Intelligence, Behavior Tree und den nenne ich mal BT underscore und Chest. So, dann das nächste, rechte Maustaste, Artificial Intelligence, Blackboard und das nenne ich dann BBD underscore und Chest.
So, dann benötigen wir noch einen sogenannten AI-Controller und rechte Maustaste, Blueprint-Klasse und dann hier unten geben wir ein AI-Con und da gibt es hier die AI-Controller, da gibt es noch die Detour Crowd, wenn man mehrere Enemies gleichzeitig so Crowd, wie es der Name schon sagt, erledigen mag auf einmal. Wir nehmen den Standard AI-Controller mit Select und den nenne ich AIC underscore und Chest. So, jetzt hat er mir das nicht angenommen, dann muss ich gleich nochmal rein. So, Moment, AIC underscore und Chest. So, dann habe ich jetzt meinen AI-Controller Chest und mein BBD und meinen Behavior Tree BT Chest. So, mit dem AI-Controller, da habe ich immer das Problem, dass ich das dann vergesse am Schluss, wenn ich erst das andere mache. Das heißt, den weise ich jetzt gleich zu Beginn mal zu. Das heißt, ich gehe auf BP Chest und dementsprechend hier oben links bei Components direkt aufs Blueprint und dann suche ich im Detail hier rechts nach AI-Con und hier unten sehe ich schon AI-Controller Klasse AI-Controller und den ändern wir jetzt gleich mal ab auf AIC Chest, dann ist das schon mal fertig implementiert. So, dann zurück auf die Level-Geschichte, auf unseren Folder und dann öffnen wir mal den AIC Chest. So, das ist unser AI-Controller an dieser Stelle. Ich gehe auf den Event-Graph und von dem Event-Tick trenne ich mich und dem teile ich jetzt nur mit, dass er unseren Behavior Tree verwenden soll. Das heißt, wir können hier einfach mal machen Run Behavior Tree und an der Stelle werden wir dann einfach unseren auswählen. Wir haben aktuell nur einen, das ist unser BT Chest. So, wenn das ein bisschen mehr wird, macht es manchmal Sinn, dass man auch das Blackboard dann dahinter sozusagen einklingt. Man kann es natürlich auch beim Behavior Tree machen, muss man sowieso. Ich mag es gerne ein bisschen sicherer und dann sage ich einfach mal Use und dann Use Blackboard. So, und jetzt habe ich hier Use Blackboard und an der Stelle gibt es ja auch nur eins, aktuell unser BBD Chest. So, dann gehen wir mal auf Compile, dann ist das schon mal fertig und dann auf unseren Level und dann öffnen wir mal unser BT Chest, unseren Behavior Tree. So, der Behavior Tree hier oben im Detail rechts gibt es praktisch Behavior Tree und Unreal hat jetzt automatisch BBT Chest mit drin. Liegt nicht an unserem Use, sondern es liegt daran, dass es nur eins gibt. Wenn wir das nächste anlegen, dann kann es sein, dass da auch BBT Chest drin steht und da müssen wir eigentlich drauf aufpassen. Aber durch diese Geschichte mit dem Use haben wir es natürlich auch schon ein wenig beeinflusst, dass das Ganze auch sauber funktioniert. So, dann machen wir jetzt weiter mit unserem Behavior Tree. Wer es noch nicht weiß, ein Behavior Tree, der geht von oben nach unten und von links nach rechts. Also immer von oben nach unten und von links nach rechts wird das Ganze abgewickelt. So, man beginnt normalerweise, wenn man ein bisschen mehr verzweigen will, mit einem sogenannten Selektor und dieser Selektor entscheidet dann, ob es nach links wieder geht oder nach rechts und in unserem Fall möchte ich jetzt eine Roaming machen und eine Chase-Geschichte. Dann ziehen wir hier raus und für die weitere Geschichte benötige ich eine sogenannte Sequence und diese Sequence, also der Selektor entscheidet jetzt, gehe rüber zur Sequence links und die Sequence kann dann auch wieder verschiedene Sachen abwickeln. So, und diese Sequence, die nenne ich jetzt einfach mal um in Roaming. So, das wird meine Roaming-Sequence, dann weiß ich auch, was die zu tun hat und die Chase-Sequence machen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn unser Roaming schon mal funktioniert. So, und um das Ganze jetzt ausführen zu können, benötigen wir sozusagen einen Task und hier bietet Unreal schon vorgefertigte Geschichten, aber da ist jetzt leider kein Roaming mit dabei, das heißt, wir müssen uns einen eigenen erstellen. So, und dazu gehen wir hier oben auf New Task. Und jetzt würde ich an der Stelle gerne einen neuen Ordner anlegen. Das können wir gleich hier drin, rechte Maustaste, New Folder und den nennen wir einfach mal Tasks. So, das wird unser Folder Tasks. Dann nicht vergessen, den doppelt zu klicken und dann hier unten bei der Namensgebung BT Task underscore Blueprint Base New. Da werde ich einfach BT Task und dann Roaming draus machen. So. Diese Roaming BT Task, den können wir dann auch beim anderen Enemy verwenden, deswegen nenne ich ihn auch nicht Roaming Chest und so weiter. Das ist das Schöne, wenn alle die gleichen AI-Funktionen haben, dann kann man den auch
den gleichen Controller und so weiter geben. Aber so dazu ein bisschen später. So, dann machen wir hier einfach mal Save und dementsprechend haben wir hier unseren Task. Und man sieht, das ist ein bisschen ähnlich wie ein Event Graph, aber nicht wirklich, also nicht wie beim Blueprint in dem Sinne. Und so ein Task beginnt üblicherweise, man kann jetzt hier mit dem Override arbeiten, man sieht, das ist das, mit dem man starten können. Also wir haben ja kein Event Begin Play oder Event Tick oder Overlap oder sonstige Sachen und man kann das natürlich hier auswählen im Override oder ich mache es gerne rechte Maustaste, einfach mal Event Receive und zwar üblicherweise Execute AI. So, und ein Task endet immer mit einem Finish Execute und das lege ich auch gleich zu Beginn an, sonst vergesse ich es vielleicht. So, und dann machen wir hier ein Finish Execute und da ist es ganz wichtig, wenn das Ganze durchläuft, dann wollen wir ein Success übergeben. Das heißt, das Häkchen sollte auch explizit jetzt gleich rein. Das liegt daran, wenn wir dann hier jetzt in dieses Roaming Task gehen und wir haben kein Häkchen im Success, dann und kein Finish Execute, dann geht es auch niemals weiter. Das ist die ganze Geschichte dran. Deswegen sollte man immer gleich zu Beginn das Finish Execute Success Häkchen machen. Das ist egal, ob das da drin hier succeeded oder nicht. Wichtig ist das Häkchen, damit es, wenn es weitergehen soll im Behavior Tree, muss das Häkchen drin sein. Wenn das nicht weitergehen soll, da unten in der Sequenz, dann kann man ein Finish Execute else bla 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 mit Success False auch zurückgeben. Das ist natürlich alles möglich. So, jetzt wollen wir einfach ganz simpel ein Roaming veranstalten. Das heißt, ich ziehe hier raus und dann sage ich einfach mal AI Move to und da gibt es einen schönen Befehl in unserem AI-Controller und dann können wir das Ganze nicht hier verknüpfen. Vorsicht, keinen Fehler machen, weil diese AI Move to, die wickelt praktisch das so lange ab, bis der Gegner diese Position, da dieser Enemy die Position erreicht hat. Oder wenn er sie nicht erreichen kann, also on fail. Wenn wir direkt hier rausgehen, dann geht unser Behavior Tree natürlich sofort weiter und dann könnte es sein, dass wir ständig einen neuen Random Point kriegen und das wollen wir natürlich vermeiden. Also Alt-Taste, linke Maustaste. Wir gehen hier raus on Success und on Fail. So, damit das Ganze hier drin sauber abgewickelt werden kann. Gut, unser Pan ist unser Control Pan, das ist hier sehr simpel gelöst, weil es hängt ja alles zusammen über unseren BP-Chest und AI-Controller und das ist das Angenehme an dieser ganzen Sache. Und jetzt benötigen wir einfach noch eine Destination, wir können auch zu einem Target Actor, das ist sehr optimal von der Funktionalität hier. Aktuell wollen wir einen Random Point, das heißt ich ziehe hier raus, get random Reachable Point in Radius nennt sich das Ganze. So, den erreichbaren möglichen Punkt im Radius, das hängt dann ab von einem Nav-Mesh, das bauen wir dann nachher gleich rein. Und jetzt haben wir natürlich die Origin, also wer ist die Origin, wo kommen wir denn her? Ja klar, das ist die Position von unserer Kiste, von der aktuellen Position der Kiste und die bekommen wir natürlich über Control Pan und dann sagen wir get actor Location. So, das ist die aktuelle Location und das ist unsere Origin und der Radius ist natürlich dann in Units, wie weit er auf diesem Nav-Mesh laufen darf, zufälligerweise, also irgendein zufälliger Punkt, das kann auch gleich der daneben sein, aber je kleiner der Radius, umso öfter wird natürlich ein neuer zufälliger Punkt gesucht. So, jetzt gebe ich hier einfach mal ein 2000, damit ich nicht gar so niedrig bin und dann dementsprechend war es das an der Stelle eigentlich auch schon. So, hier drüben haben wir noch den Acceptance Radius, das heißt bis auf 5 kann er rangehen und dann gilt es als Success oder wenn er nicht so nah rankommt eben als On Fail. So, dann gehe ich hier mal auf Compile und dann gehe ich wieder rüber auf meinen Behavior Tree und jetzt können wir hier rausziehen und jetzt sehen wir auch schon, wir haben hier unseren eigenen selbstgeschriebenen BT Task Roaming und den werden wir jetzt einfach mal reinholen. Der macht dann das, was wir ihm gerade so programmiert haben. Gut, dann haben wir das drin und dann möchte ich, dass er einen zufälligen Punkt raussucht und ansteuert und dann würde ich sagen, an dem Punkt soll er ein bisschen warten und da gibt es von Unreal schon einen vorgefertigten Wait Task, der ist hier unten, Wait, der ist aktuell auf 5 Sekunden, das kann man hier im Detail rechts oben 5, ich mache jetzt einfach mal 3 Sekunden und dann gibt es noch eine Random Deviation und da mache ich eine 1 rein, das bedeutet jetzt
3 plus minus eine Sekunde, dass wir ein bisschen Variation drin haben. So, damit wäre jetzt unsere Steuerung schon fertig. Das war es eigentlich an der Stelle fürs Roaming. Jetzt müssen wir lediglich uns noch ein Nav-Mesh auf unsere Map auflegen. Das heißt, ich gehe jetzt mal hinter auf meine Landscape und da suche ich mir jetzt einfach mal so einen freien Platz und dann hier oben aufs Place Actor und dann geben wir hier einfach mal einen Nav und dann haben wir hier Nav-Mesh Bounce Volume und das können wir einfach mal anklicken und jetzt sehen wir schon, das ist jetzt aktuell an der Stelle. Es ist auch sehr klein, ich schiebe es mal ein bisschen rüber, dann die Ende-Taste, dann ist es zumindest schon mal auf dem Boden und jetzt werde ich das Ganze einfach mal ein bisschen größer ziehen. Das können wir jetzt hier so ziehen oder wahlweise natürlich dann auch hier drüben mit dem Scale, aber ich ziehe es immer gerne ein wenig auf. So, jetzt mache ich aber nicht zu groß, weil es soll ja einfach mal so eine Testfläche sein. Das heißt, es wird ja später alles ganz anders. Wir machen ja momentan nur die Vorbereitungen fürs Game. Und jetzt sitzen wir hier praktisch so drin, dass man sieht, dass diese untere Linie nicht durch die Landscape geht. Ist ja klar, ich habe ja nur die Ende-Taste gedrückt. So, und jetzt wenn ich das ein bisschen reinschiebe, dann wird die ganze Sache unterhalb verschwinden und das Einzige, was ich jetzt testen muss noch, ob diese Fläche dann auch greift, das machen wir mit dem Buchstaben P auf dem Keyboard und dann nochmal P ist es wieder weg, P ist es da. Dann kann man kontrollieren, dass man alles erreicht, was man gerne machen möchte oder wo man überhaupt hinlaufen darf. Das heißt, wenn er irgendwo Treppen hoch muss oder sonstiges, dann muss man das Nav-Mesh einfach auch höher ziehen. Wenn es jetzt höher ist, macht es auch nichts, also es kostet nicht mehr Speicherkraft an der Stelle. So, das war jetzt mein Nav-Mesh, jetzt kann ich speichern und jetzt hole ich mir einfach mal meine Chest raus. Das heißt, ich lege mir jetzt meinen BP-Chest hier rein und dementsprechend werde ich jetzt meinen Player mal reinholen. Ich habe ja noch die Taste M, dass ich auf den 3D-Modus umschalten kann, die haben wir schon zu Beginn des Tutorials implementiert. Das heißt, ich gehe auf Play from Here. Jetzt muss ich aber die Taste M drücken, sonst habe ich keine Chance für den 3D-Raum. Und jetzt werden wir sehen, dass unsere Kiste hier einfach mal roamt, aber dementsprechend spielt sie mir die Animationen nicht ab und das liegt jetzt daran, dass ich wahrscheinlich mein Animation Blueprint noch nicht verbunden habe. Zwar an meinen AI-Controller habe ich gedacht, aber ans Animation Blueprint wahrscheinlich nicht. Also auf die BP Chest Mesh und hier drüben Animation, Animation Mode, User Animation Blueprint. Für was erstelle ich es denn? ABP Chest müssen wir natürlich anwählen. Und dann sieht man hier auch schon unsere Idle-Variationen 0.8, 1.2 und von 0 bis 2 Wiederholungen. So, gut, dann haben wir die Animation Blueprint Geschichte auch verknüpft. Das hat man auch schnell bemerkt, weil nichts dabei war. Dann wieder rechte Maustaste, Play from Here, Taste M für den 3D-Modus und dann sieht man auch schon, dass diese Kiste hier immer einen zufälligen Punkt anwählt und dementsprechend dann auch wieder stehen bleibt, dreht und einen neuen Punkt sucht. So, die Drehung ist jetzt nicht wirklich optimal, die ist sehr ruckartig, das würde ich jetzt gleich an dieser Stelle mal korrigieren, sonst vergesse ich das auch. Das heißt BP Chest und wir gehen hier links bei Components auf BP Chest und dann im Detail rechts oben auf Orient Rotation to Movement, da machen wir ein Häkchen rein und dann suchen wir noch nach Use Controller, heißt glaube ich Use Controller Rotation Char und das schalten wir hier aus, also das Häkchen raus bei Use Controller Rotation Char und bei Orient Rotation to Movement rein. So, dann ist das ein bisschen sauberer bei der Drehung, wenn er den neuen Punkt auch sucht. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an. Play from Here, die M-Taste für 3D. Und jetzt schaue ich mal, gehe ein bisschen näher ran. Dann wird das einigermaßen, ja, jetzt läuft es viel smoother ab. Es sieht auch aus wie eine Drehung. So, da haben wir das schon mal soweit fertig. Und jetzt werden wir noch versuchen, dass wir gechased werden. Und dazu wechseln wir wieder auf unseren Behavior Tree Chest und dementsprechend haben wir ja beim Selektor jetzt ein Roaming und jetzt ziehen wir hier raus und wählen eine Sequenz und die nennen wir an der Stelle einfach mal Chasing. So, dann haben wir eine Sequenz Chasing, die Namensbenennung ist ganz dir überlassen, damit man halt auch weiß, was das Ganze hier drin in der Verzweigung tut.
tut. So, und jetzt benötigen wir natürlich wieder einen eigenen Task, und zwar für Chase, und das machen wir hier oben über New Task und dann BT-Task Blueprint Base, und dann wählen wir gleich unseren Task-Ordner an und hier unten können wir dann BT-Task und das nennen wir dann Chasing. So, das ist mein BT-Task Chasing und wie zuvor schon erwähnt, Event Receive Execute AI, Standarderöffnung und dann mein Finish Execute, damit ich es nicht vergesse, Finish Execute und ein Häkchen bei Success rein. So, die Geschichte ist sogar noch etwas einfacher wie das Roaming, das heißt wir ziehen jetzt hier raus, sagen einfach AI Move to und dann dementsprechend werden wir wieder das OnSuccess verbinden mit dem Finish und das OnFail mit dem Finish, also Häkchen drin bitte, und dann haben wir die Geschichte Control Pawn ist der Pawn, der gemoved werden soll, und die Destination, da haben wir jetzt praktisch kein Random Point, aber hier gibt es wie gesagt die schöne Funktion Target Actor und dann können wir einfach rausziehen und da sagen wir einfach Get Player Character und damit ist unser Player, meine Piratin gemeint, und dann wird praktisch diese Chest versuchen, da mich zu erwischen, aber mir erlauben ihr ja aktuell nur 450 an der Geschwindigkeit, sodass ich ein bisschen Chance habe. So, dann gehe ich mal auf Compile und dementsprechend können wir das Ganze dann auch gleich im Behavior Tree verlinken. Das heißt, wir gehen hier rein, ziehen hier raus und dann haben wir hier unseren BT-Task Chasing und ich würde sagen, wir geben jetzt hier zuerst mal auch eine Wait-Geschichte mit, weil das Ganze auch noch nicht über den Selektor abgewickelt wird. Das heißt, wir machen Wait und da warten wir mal 2 Sekunden plus minus eine und damit wäre das Ganze schon mal soweit fertig. So, und um das Ganze jetzt testen zu können, muss ich mich hier mal von der Roaming-Verbindung trennen, weil unser Selektor ja noch gar nicht weiß, ob er nach links oder rechts soll. Das müssen wir erst noch ausprogrammieren. Aber wenn ich das Roaming trenne, wird er natürlich automatisch chasen. Das heißt, wenn ich jetzt mal auf Speichern gehe auf Level Map und dann auf File, machen wir zwischenzeitlich mal ein Save All. Das ist immer gesund. Dann können wir einfach mal mit einem Play from Here die Taste M drücken und jetzt können wir laufen, wohin wir wollen. Wir werden permanent gechased, bis er uns erreicht. Dann kommt diese Random-Geschichte 2 plus minus 1 und das haben wir ja so praktisch jetzt vorerst mal eingestellt. So, als nächstes müssen wir natürlich dann das Ganze für den Selektor mal vorbereiten und dazu gehe ich jetzt erstmal wieder auf mein BT Chest und werde gleichzeitig mal den Selektor wieder mit der Roaming verknüpfen. So, und jetzt benötigen wir eine Variable, sozusagen einen Bool an der Stelle, das heißt, wenn die Kiste uns sieht, dann soll sie uns chasen und wenn wir aus ihrem Blickwinkel verschwinden, dann soll sie Roaming machen. Gut, dazu gehen wir rüber auf unser Blackboard. Hier oben haben wir 2 so schöne Knöpfe, da können wir schön sauber hin und her schalten, da gibt es keinen extra Tab dafür. Und hier drüben links New Key, Bool und den nennen wir einfach mal Has Seen Player zum Beispiel. So, das wird mein Has Seen Player und dann auf Speichern. So, jetzt zurück auf den Behavior Tree hier oben rechts und jetzt können wir hier bei den Sequenzen sogenannte Decorators einführen. Das heißt, ich gehe hier drauf, rechte Maustaste und hier unten Add Decorator und da gibt es auch schon wieder einige zur Auswahl. Wir benötigen aber aktuell einen Blackboard Decorator, weil wir eine Variable aus dem Blackboard, in unserem Fall jetzt die Has Seen Player, einfach mal abfragen wollen. So, Add Decorator und dann haben wir, wenn wir das anselektieren, hier Blackboard Self-Actor is set. Self-Actor war zu Beginn hier schon mit drin, das heißt, den benutzen wir an der Stelle natürlich nicht. Wir klicken das an, dass es rot selektiert ist und hier drüben haben wir dann unter Details Notify Observer, Observer Aborts, Key Query und Blackboard Key. Wir beginnen mal mit dem Blackboard Key. Wir benötigen unser Has Seen Player und an der Stelle benötigen wir kein isSet, weil er soll ja uns chasen, wenn sie gesetzt ist. Das heißt, wir machen isNotSet. So, dann steht hier drüben unter Blackboard Base Condition, Blackboard Has Seen Player is
is not set und genau das wollen wir an der Stelle auch. So, dann gibt es hier oben noch die Notify Observer on Result Change und on Value Change. Das ist beim Bool, der True und False ist eigentlich egal, aber man könnte auch on Result Change machen, also auch mit sozusagen mit Formeln kleiner 10, größer 20, größer gleich, zwischen 10 und 20 und so weiter. Das ist natürlich hier auch möglich. Bei der Bool spielt es jetzt keine Rolle, was wir hier auswählen. Ich bleibe bei OnResult. So, dann kommen wir zu Observer Aborts. Das ist etwas komplexer. Also ich habe da ein paar Monate damit verbracht, vor allem wenn diese Verzweigungen hier wahnsinnig viele werden, dann wird das immer undurchsichtiger. So, also None ist klar, es passiert gar nichts, es wird nichts abortet, also nichts abgebrochen. Dann gibt es das sogenannte Self, das wir hier anwenden werden, weil wir wollen ja, wenn er unseren Player sieht, dass er nicht erst das Roaming zu Ende führt, dann wartet und dann erst zum Chasen, zum Jagen auf uns, die Jagd auf uns macht, sondern wir wollen das direkt. Und das gleiche beim Chasen, wenn er den Blick auf uns verliert, also praktisch uns nicht mehr im Sichtfeld hat, dann soll er auch gleich wieder ins Roaming übergehen. Das heißt, die beiden Varianten bei uns sind jetzt einfach, die laufen auf Self. Es gäbe hier auch die Möglichkeit von Lower Priority. Lower Priority bedeutet, alles, was rechts von dieser Node ist, wird abgebrochen. Das kann natürlich bei vielen Verzweigungen sehr komplex werden. So, und als drittes gibt es dann noch die Geschichte mit Bose. Und Bose bedeutet einfach, dass er selber abbricht, alle seine Unternodes und alles, was auch zu rechter Hand von dieser Node ist. So, da musst du selber mal mit klarkommen. Das ist, wie gesagt, wenn die Sachen stark verzweigt sind, wirklich anstrengend ist. So, wir gehen jetzt einfach nochmal auf die Selektion von unserem Decorator und ich wähle ja die Self-Geschichte aus. So, jetzt braucht unser Chasing ebenfalls einen Decorator, das heißt rechte Maustaste, Add Decorator, Blackboard und dann wieder anselektieren, dass es rot eingerahmt ist und dann gehen wir hier Observer Aborts ebenfalls auf Self, Key Query is set und dann hier auf Has Seen Player. So, jetzt haben wir hier drüben stehen, einfach Blackboard Has Seen Player is not set und hier drin haben wir stehen Blackboard Has Seen Player is set und hier Abort Self und Abort Self. So, das wäre die Geschichte. Jetzt haben wir natürlich, jetzt gehe ich erstmal auf Save, noch diese Boolean-Variable nicht gesetzt. Das heißt, der Selektor würde ja entscheiden bei False nach links und bei True nach rechts. Und das müssen wir jetzt noch erledigen. Wir können das abwickeln in unserer BP Chest. Da habe ich es aber nicht so gerne. Ich würde es gleich im AI-Controller unterbringen, weil ich finde, da gehört es dann auch hin. So, wir wechseln mal auf den AIC Chest. Und damit uns unser Enemy, unsere Kiste auch sehen kann, adden wir hier einen Komponenten und zwar ein sogenanntes Pan Sensing. Und da ist es auch und dann klicken wir auf Pan Sensing und dementsprechend können wir uns das hier rechts unter Details mal anschauen. Wir haben hier AI, da gibt es einen Hearings Result und ein LOS Hearings Result. Der sollte immer ein bisschen höher oder größer sein wie der normale Hearing, aber wir gehen heute nicht auf Hearing, sondern nur auf Sight. Und der Sight-Radius ist aktuell 5000 und den reduziere ich jetzt einfach mal auf 2000. Das ist natürlich wieder Geschmackssache, weil je kleiner die Zahl, umso später sieht uns auch der Enemy. So, das Sensing-Intervall, das lassen wir so alle halbe Sekunde und Hearing Max brauchen wir auch nicht und die anderen Geschichten lassen wir einfach an. Wir können auch das Hear Noises zum Spaß mal ausschalten und ganz wichtig, hier unten ist der Peripheral Vision Angel und der steht aktuell auf 90 Grad. Und das Geheimnis davon ist, dass das nur ein halber Winkel ist, das aber hier gar nicht so wirklich im Flyby beschrieben wird. Also 90 wäre jetzt 180, das ist auch ein komischer Sichtbereich und bei 90 sieht er, glaube ich, soweit ich weiß, auch nach hinten, also ein kompletter Rundumblick. Das heißt, wenn wir jetzt einen 90-Grad-Winkel haben wollen, wir können uns das hier im Viewport mal anschauen, das ist dann praktisch die Geschichte hier in grün und man sieht jetzt auch schon, das ist auf 180 Grad aufgeklappt. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach mal versuche, ein bisschen kleiner zu drehen, dann wird der ganze Blickbereich auch etwas eingeschränkt. So, ich gehe jetzt einfach mal zum Spaß auf 45, das heißt 90 Grad und ich denke, dass das aktuell dann auch ausreichend ist.
So, das blau-türkise ist dieser Hearings Result. Man kann sich schon denken, ich gehe nochmal zurück, Steuerung Z, dass das wieder so bleibt, wie es war. Und das gelbe wäre dann dieser LOS Hearings Result. Beide werden wir aber jetzt hier in diesem Tutorial erstmal nicht benutzen. So, also wir haben jetzt eingestellt, aktuell Site-Radius 2000 und den Rest haben wir gleich gelassen. Nur den Winkel habe ich unten auf 45, ist gleich 90 Grad umgestellt. So, dann gehe ich mal auf Compile und wechsle wieder rüber auf meinen Eventgraphen. So, jetzt suche ich mir ein bisschen freien Platz hier unten und jetzt werde ich das Pan Sensing einfach mal implementieren. Rechte Maustaste Add Event On See Pan. So, jetzt haben wir ein On-See-Pan und was machen wir jetzt, wenn er uns sieht? Das bedeutet, hier müssen wir dann diese Boolean, die wir hier praktisch als Decorator implementiert haben und auch im Blackboard ja auch angelegt haben, müssen wir jetzt ansteuern, damit die dann auf False und True gesetzt wird, je nachdem, ob er uns sieht oder nicht. So, und dazu benötigen wir natürlich erstmal den Pan, den er sieht, und das soll unser Player sein. Und wie gesagt, ich vermeide das Casting natürlich gerne und da können wir wieder arbeiten mit Actor has Tag und unser Tag heißt ja bekannterweise Player. Genau, ich denke, du kannst dich daran erinnern, falls du das ganze Tutorial gemacht hast. Ich gehe jetzt einfach nochmal schnell auf meinen Third Person und zeige das nochmal her. Und dann auf Blueprints BP Third Person und dann hier auf BP Third Person. Und hier drüben gebe ich einen Tag. Und hier unten habe ich unter Actor Advanced Tags Index 0 Player drinstehen. Und damit ist das Ganze auch geklärt. Gut, dann haben wir jetzt hier an dieser Stelle praktisch dann unseren Player-Tag abgefragt. Das heißt, wir sparen uns den Cast. Das müssen wir natürlich über einen Branch dann noch auswerten. Das heißt, die Return Value kommt hier rein. Und wenn das Ganze True ist, dann würde ich gerne diese Blackboard-Variable setzen. Und die bekomme ich im AI-Controller sehr einfach, weil wir haben ja auch das Blackboard und den Behavior Tree direkt hier drin. Wenn ich das nämlich jetzt in der Chest machen müsste, dann müsste ich gehen über AI-Controller und Self-AI-Controller und Blackboard und so weiter. Und hier spare ich mir das, deswegen habe ich die Wahl der Waffen mit dem Pan Sensing, mit dem AI-Controller gewählt. So, und dann brauche ich hier lediglich rechte Maustaste und dann Get Blackboard. Dann habe ich das hier da und beim Blackboard ist es so, dass man die Values jeweils setzen muss. Das heißt, ich ziehe hier raus und dann kommt ein Set Value und dann müssen wir natürlich wissen, was unsere On- oder Has-Seen-Player für ein Typ ist und unserer ist Bool, also Set Value as Bool. Und dann können wir, wenn der Tag Player True ist, natürlich hier rein und sagen, ab jetzt bist du True. So, jetzt haben wir das zumindest schon mal so geschalten, dass wenn er uns sieht, dass er uns jagt, was wir noch nicht geschalten haben, dass wenn er uns nicht sieht, dass er dann wieder ins Roaming übergeht. Gut, dann gehen wir mal auf Compile. Natürlich klappt das nicht, weil ich habe nämlich diese Boolean-Variable noch nicht benannt. So, dann gibt es diesen typischen Keyname. Da ist es ein bisschen anders, man schreibt es nicht direkt rein wie beim Tag, sondern ich ziehe jetzt mal raus, da gewöhnt man sich dran, wenn man es kennt, dann weiß man es. Das ist einfach ein sogenannter Make Literal Name und da muss jetzt rein unser sogenanntes Has-Seen Player. Und das verzeiht natürlich auch wieder keine Schreibfehler, keine Groß- und Kleinschreibfehler. Deswegen kopiere ich mir das immer am liebsten raus. Das heißt, ich gehe jetzt auf mein Blackboard, wenn du am Behavior Tree bist, einfach hier drüben klicken und dann kann ich mir das ganz bequem, wenn ich es hier anwähle, hier rauskopieren oder hier reinklicken und rauskopieren. Also einfach Steuerung C und dann gehe ich zurück auf meinen AI-Controller und dann kopiere ich das da rein, weil ansonsten, wenn da ein Schreibfehler wäre, würde einfach drüben nichts passieren und man wundert sich dann, warum das nicht so funktioniert im Behavior Tree, wie das gedacht war. So, dann gehe ich jetzt zurück auf meinen Level und jetzt, wenn ich hier einfach mal beginne, dann wird meine Kiste das Roaming anfangen. Ich muss die Taste M drücken für den 3D-Modus. Und jetzt versuche ich mal in den Blickwinkel zu kommen und dann sollte sie mich eigentlich sehen und ab dem Moment chased sie mich auch mit 450 Max Walk Speed, ich bin auf 500, das heißt es wird eine Zeit lang dauern, bis ich wegkomme, aber wir werden nie wieder wegkommen, weil wir ja niemals mehr zurückschalten aufs Roaming, das heißt ich werde ab jetzt für immer gejagt. So, gut, und um das jetzt noch abzustellen, gehen wir wieder auf unseren AIC Chest, also auf den AI-Controller.
Und jetzt an der Stelle würden wir eine sogenannte On-Not-See-Pan benötigen. So, und wenn ich jetzt mal auf Pan Sensing gehe und dann auf Add Event, dann wirst du feststellen, das gibt es nicht. So, und jetzt müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Wir haben ja hier dieses Pan Sensing, das triggert ja im 0,5 Sekunden Takt immer wieder durch. Und das bedeutet, wenn es uns eine gewisse Zeit lang nicht sieht, so wäre die Theorie, dann sollen wir unseren Boolean wieder auf False stellen. So, und jetzt könnten wir hier hinten weitermachen, dann wird es aber ein bisschen unübersichtlich. Ich mache das immer gern mit einer sogenannten Sequence. Das bedeutet, ich schiebe das ein bisschen hinter und dann gehe ich bei True raus und dann gebe ich mal ein Sequence. Und diese Sequenz ist nichts anderes, als wenn man jetzt hier hinten weitermachen würde und spielt einfach Sen 0, Sen 1, Sen 2, Sen 3 einfach der Reihe nach ab. Das ist das gleiche, als wenn man es hintereinander anlegt. So, dann gehe ich jetzt hier raus und um dieses Ganze zu interrupten, gibt es eine sehr tolle Funktion bei Unreal, die nennt sich Retriggerable Delay. So, ein Retriggerable Delay ist, immer wenn es angestoßen wird, bevor die Zeit abgelaufen ist, beginnt der Countdown wieder bei 0. So, jetzt wenn ich einfach mal sage, ich mache hier mal 1, das bedeutet, wenn eine Sekunde lang dieses Delay nicht angestoßen wird, dann läuft es hier hinten bei Completed weiter. Das ist der ganze Gag an der Sache. Wir können auch mal 2 eingeben, das ist natürlich eine reine Einstellungsfrage. So, also hier schießen wir rein mit 0,5 Sekundenweise und wenn es dann nicht mehr sieht, schießen wir ja auch nicht mehr rein und dann wäre dann das hier aktiviert, würde 2 Sekunden laufen. Wenn in den 2 Sekunden nicht wieder gefeuert wird hier oben, dann können wir das Ganze wieder zurücksetzen. So, und dann markiere ich mir meine Set-Value as Bool, Steuerung D, die kopiere ich mir jetzt einfach durch und dann verknüpfe ich das mit dem Completed und dann sage ich, der Bool soll sein False. So, jetzt kann ich auch meinen Make Literal Name ein bisschen mit runterziehen, das andere schiebe ein bisschen hoch und den brauche ich nicht neu kopieren, das ist ja der gleiche Keyname und natürlich brauche ich auch mein Blackboard als Link und da kommt die Return Value dann ins Target. So, jetzt haben wir das praktisch abgeriegelt mit 2 Sekunden, ob das jetzt ein guter Wert ist oder ein schlechter, das ist dann Testsache. Hier oben haben wir True und hier unten haben wir jetzt False. So, und jetzt können wir das Ganze gleich mal ausprobieren und dann gehe ich einfach mal auf Play from Here. So, dann die Taste M und dann schaue ich einfach mal genau, jetzt hat mich die Kiste mal gesehen, wenn sie mich erreicht, muss sie sowieso stoppen, jetzt gehe ich mal hinter die Kiste und dann macht sie einfach wieder weiter mit ihrem Roaming. Genau, so ist es gedacht. So, dann laufe ich nochmal rein, jetzt hat sie mich sogar übersehen, das ist natürlich auch witzig, liegt wahrscheinlich an den 2000, genau, und jetzt sieht es dann, also von einem Seitradius und jetzt kann ich versuchen hier wieder zu entkommen. Wenn ich hier zu nah rankomme, dann wird sofort das Roaming unterbrochen normalerweise. Genau, und dann geht es sofort rüber, weil wir haben ja Abort Self. So, also es reagiert, wie es sein soll. Wir können das auch schön sauber visualisieren. Auf 2 Bildschirmen macht es ein bisschen mehr Spaß, muss ich gestehen. Ich hole mir jetzt einfach mal dieses BBD rein, unser Blackboard, weil ich benötige den Behavior Tree und jetzt kann ich den hier mal so dementsprechend mal so reinfahren. Wenn du 2 Bildschirme hast, das ist wesentlich angenehmer und da sieht man dann jetzt auch, wie das Ganze sozusagen dann auch abgehandelt wird. Das heißt, wenn ich jetzt auf Play gehe, jetzt bin ich auf Roaming, ich muss die Taste M, vergesse ich immer für 3D-Modus und in dem Moment, wo wir in den Sichtbereich geraten, jetzt läuft es natürlich weg, war ja klar, ist der Vorführeffekt. Wenn ich reinlaufe, dann schaltet es direkt um auf meine Chasing und wenn sie mich nicht mehr sieht, ist sie wieder im Roaming-Modus. So, das war jetzt mal das. Jetzt haben wir nur die Problematik, dass das Roaming und das Chasing gleich schnell ist. Ich hätte gern, dass das Roaming ein wenig langsamer vonstatten geht und das Chasing dann eben mit den 450 und beim Roaming hätte ich gesagt 200, 250. So, und jetzt müssen wir uns halt nur noch überlegen, wo wir das reinpacken. Die Max Walk Speed ist ja implementiert in unserem Character Movement von unserem BP Chest und dementsprechend haben wir hier den AI-Controller, da müssten wir drauf casten, wenn wir das hier implementieren würden. Das könnten wir auch, wir hätten uns auch den Text sparen können, weil der AI-Controller ja sowieso mit unserem
mit unserer Chest, BP Chest verbunden ist. Das heißt, hier würde der Cast sozusagen keinen extra Speicher benötigen, weil es sowieso schon geladen ist. Jetzt, wenn ich die Max Walk Speed hier reinpacke, dann wird die ja alle 0,5 Sekunden im Sichtbereich gesetzt und dann hier einmalig zurückgesetzt. Dann hätte ich hier so ein Dauerfeuer. Das gefällt mir an der Stelle jetzt nicht so. Ich würde sagen, wir schreiben uns einen eigenen Task dazu. Gut, und dazu werde ich jetzt einfach mal wieder wechseln auf meinen Behavior Tree und jetzt werden wir einfach einen Task erstellen. Das heißt hier oben New Task und dann BT Task Blueprint Base und dann dementsprechend wähle ich meinen Ordner Tasks an und den nenne ich einfach mal Set Speed. So, den können wir immer wieder mal verwenden. Das wird mein Set Speed und der beginnt wie üblich mit einem Event Receive Execute AI und endet mit einem Finish Execute und dann Success ein Häkchen rein. So, an dieser Stelle könnten wir jetzt beruhigt casten und dann würden wir auf das Character Movement referenzieren und dann auf die Set Walk Speed und ich spare mir jetzt den Cast. Ich hole mir jetzt einfach gleich die Character Movement Komponente. Das bedeutet, ich ziehe einfach beim Control Pan mal raus und dann frage ich einfach mal get Component by Class müsste es heißen, get Component, das muss ich ausschreiben, by Class. Genau, hier gibt es diese Funktion und meine Actor-Komponentenklasse ist mein Character Movement. Das gibt es hier unten und jetzt frage ich einfach ab, ob der Control Pan, das ist ja sowieso, die BP Chest hat sicher einen, aber wir werden das jetzt noch abriegeln mit einem sogenannten isValid, ob es wirklich stimmt, weil es könnte ja sein, dass zu dem Zeitpunkt der Gegner auch zerstört ist und so weiter und so fort, aber ob das überhaupt zur Verfügung steht. Und dann nehmen wir das umgedrehte Fragezeichen hier unten, dann fragen wir ab, ob das valid ist und dann können wir direkt aus diesem Character Movement hier herausziehen und einfach sagen Set Max Walk Speed. So, dann haben wir das praktisch direkt im Zugriff und dann können wir die Geschichten hier vom Valid ins Set und dann hier von dem Set in den Finish Execute mit Success Häkchen auf True. So, dann ist das schon mal drin und momentan ist die Max Walk Speed 0 und ich würde sie gerne im Behavior Tree praktisch einstellen können. Das heißt, wir machen uns hier eine Variable, die nennen wir ebenfalls mal Speed und die wird sein vom Typ Float. Und dann gehe ich mal auf Compile und diese Speed-Geschichte, die mache ich hier mal Public, damit man sie dann auch außerhalb sieht. Und dann können wir diese Speed-Variable beruhigt hier mit der Max Walk Speed einfach mal verbinden. Und dann sind wir da individuell, dann können wir da praktisch eingeben, was wir möchten. So, dann gehe ich jetzt zurück auf meinen Behavior Tree. Und jetzt ziehen wir uns einfach mal die Geschichte raus. Also wie die liegen ist egal, es geht immer von oben nach unten, von links nach rechts. Und jetzt holen wir uns einfach mal diesen BT Task Set Speed. Und wenn wir den jetzt anselektieren, können wir oben rechts unter Detail Speed, ich gebe jetzt ein bei Roaming 200 und dann dementsprechend würde ich dann sagen, hier beim Chasing machen wir es anders, da kommen wieder die 450. So, dann machen wir hier wieder aufklappen Set Speed und dann einfach an der Stelle die 450. Ich finde das wesentlich übersichtlicher, weil dann bleiben alle Befehle und so weiter, alles in diesem Behavior Tree verankert und man muss nicht immer suchen. Wir wissen zwar, die Pan Sensing ist natürlich klar im AI-Controller jetzt, aber ansonsten haben wir hier die ganze Programmierung und Funktionalität so verankert. So, und jetzt gehe ich einfach nochmal auf Test, also hier habe ich 450 eingegeben, hier drüben 200, man sieht es hier auch, es ist hier auch deutlich angezeigt und dann kann ich nochmal auf ein Play from here und dann dementsprechend muss ich natürlich meine Taste M drücken und jetzt schaue ich mal, wenn ich mich jetzt verstecke, nee, jetzt hat sie mich wieder gesehen und jetzt versuche ich da mal zu entkommen hoffentlich und warum gelingt es mir jetzt nicht? Das ist immer der Vorführeffekt. Jetzt laufe ich mal weg. Und jetzt kommt die 200er. Genau, jetzt wird praktisch geroamt. Jetzt kommt das Roaming. Und jetzt wird das Tempo erhöht. Und das ist praktisch das Attack, dann später auch aktuell das Chasing. So, gut. An dieser Stelle möchte ich dann auch das noch ein bisschen visualisieren, dass man auch sieht im AI-Debugger, was die Engine da eigentlich macht im Hintergrund und dazu wechseln wir kurz wieder auf unseren AI-Controller.
Hier haben wir unsere Pan-Sensing-Komponente verankert, die ja auch visuell das ganze Hearing und Seeing darstellt. Diese Pan-Sensing-Geschichte ist die kleinere Variante. Es gibt praktisch, wenn wir jetzt auf Add gehen, auch noch die AI Perception nennt sich das, und das ist dann auch debugfähig. Und wie du bereits sehen kannst, wird die AI Perception im Viewport überhaupt gar nicht angezeigt. Das Pan-Sensing, das kann man wenigstens ein bisschen visuell oder visualisieren. Die AI Perception selber, die wird praktisch nicht so dargestellt. Das heißt, wenn wir jetzt da den Debugger einschalten wollen, bei Pan-Sensing gibt es nämlich keinen, dann müssen wir das Ganze einfach mal simulieren. So, die AI Perception hätte natürlich auch solche Funktionalitäten. An der Stelle würde es geben, dann zum Beispiel Add-on Perception Updated und so weiter. Da geht es dann um die Stimulus, also hier kann man die gleiche Funktionalität implementieren. Das werden wir aber an der Stelle nicht tun. Wir werden die einfach nur für Debug-Zwecke jetzt mal verwenden. Das heißt, wir müssen die AI Perception jetzt so einstellen, wie unsere Pan-Sensing, damit dann das Ergebnis das gleiche ist, weil wenn wir uns da selber belügen, dann bringt uns das ganze Debugging nichts. So, jetzt schaue ich nochmal nach. Ich habe jetzt hier drüben einen Sight-Radius von 2000 und einen Peripheral Vision Angel von 45. Den Rest benutzen wir ja nicht. So, und dann wechseln wir auf die AI Perception und hier drüben müssen wir uns dann das gleiche anlegen, obwohl wir es nicht benutzen, wie gesagt, für Debug-Zwecke. Das heißt, wir haben hier unter AI Perception Sensis Config und da gehen wir einfach mal auf Plus und dann beim Index 0 geben wir ein, wir wollen eine AI Sight Config. So, AI Sight Config, Dominant Sense wird bei uns sein die AI Sight, Sense Sight, genau, und dann dementsprechend benötigen wir natürlich noch weitere Einstellungen. Ich klappe jetzt hier einfach mal auf beim Index 0 und bei der Sense und jetzt müssen wir den Sight Radius ebenfalls auf 2000 einstellen und natürlich unseren Vision Angel. Und hier steht nämlich die Wahrheit Half Angel, was vorne beim Pan-Sensing eben nicht erwähnt wurde. So, und da gehe ich dann auf meine 45. So, jetzt habe ich hier 2045, kontrolliere nochmal 2045, das ist richtig soweit. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, ob wir da unten was machen müssen. Genau, hier wäre es wichtig, wenn wir auch Detect Neutrals und Detect Friendlies eingeben. So, man sieht schon, das ist wesentlich komplexer und wesentlich mächtiger beim großen AI Perception Enemy Kampfsystem und so weiter. Absolut vonnöten, sehr, sehr gute Effekte mit dabei, mit Hearing und so weiter und zum Auswerten und zum Beobachten und zum Debuggen. Und ich denke, das war es jetzt soweit. Wir haben die Dominant Sense unten eingestellt, hier haben wir die 3 Häkchen gemacht, hier die 45, da die 2000, die AI Sense Sight und AI Sight Config. So, dann können wir jetzt hier einfach mal auf Compile gehen und jetzt müssten wir dann zur Laufzeit einfach mal den Debugger einschalten und das würde über die Taste Apostroph geschehen und die können wir leider auf einem deutschen Keyboard nicht aktivieren. So, das bedeutet, wir müssen die ändern. Da gehen wir auf Edit, wir gehen auf Project Settings und dann sollte es unter Engine, unter Gameplay Debugger, glaube ich war das, hier ist es genau, Gameplay Debugger, gibt es hier Activation Key und der ist die Apostroph. Und wie gesagt, das klappt auf deutschen oder europäischen Keyboards nicht. So, dann gehen wir jetzt hier einfach mal auf die Tastatur. Das ist ähnlich wie bei den Input Actions. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das scharfe S, weil dann werden wir wahrscheinlich an der Engine nichts verändern und stören, weil das scharfe S ja wiederum auf der amerikanischen Tastatur nicht vorhanden ist. So, dann machen wir da ein scharfes S draus beim Activation Key und dementsprechend können wir Project Settings einfach wieder schließen, weil das Speichern funktioniert ja hier automatisch. So, jetzt wenn ich hier einfach mal ein Play from Here mache und dann dementsprechend meine M-Taste drücke und jetzt drücke ich mein scharfes S, dann sehe ich hier schon meine Debug-Geschichten. So, man sieht jetzt hier einen Haufen Informationen und diese kann man steuern über das Numpad, also über das Nummernpad. Das heißt, wenn ich die 1 drücke, geht was weg, hier kommt was dazu. Jetzt habe ich hier noch den Behavior Tree. EQS haben wir jetzt gar keins. Und jetzt wollen wir mal schauen, wenn wir ein bisschen durchdrücken. Genau die Taste 4 habe ich jetzt noch gedrückt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so funktioniert. Und jetzt sehen wir auch den Sight Radius. Und jetzt da ist auch der letzte Punkt gespeichert, wo uns die
Kiste zum letzten Mal gesehen hat. Also selbst dieser Punkt ist möglich nochmal anzusteuern. Zum Beispiel, dass der Enemy zum Go to Last Seen Position. So lange sieht sie uns, das bedeutet, das ist unser 2000er Radius, und durch diesen Break, den ich da eingeführt habe, dieses Wait im Behavior Tree, ist das natürlich wieder ein bisschen anders. So, und die anderen Linien wären natürlich jetzt fürs Hearing, und da wäre es dann natürlich eine gelbe Farbe, wenn uns der Enemy dann auch zum Beispiel über den Listener hören könnte. So, ich denke, das ist soweit klar. Wenn wir jetzt wieder das scharfe S drücken, dann ist das Ganze wieder so, wie es war. So, ich habe mir jetzt noch ein paar mit durchkopiert und ein paar größer gemacht, und dann würde ich sagen, das war's jetzt mit diesem Tutorial, und ich hoffe, es hat dir wie immer etwas Spaß gemacht, und über einen Like und oder ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen, und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Sieht ja lustig aus heute. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.